Achte mal darauf, ob Worte und Taten übereinstimmen. Achte darauf, ob es eindeutig positive Signale sind oder ob das eher solche Mixed Signals sind. Wie geht's dir damit? Beschäftigst du dich gedanklich damit, was der andere jetzt macht und ob er sich meldet, und setzt dich das unter Anspannung oder bist du entspannt? Und ist es manchmal vielleicht sogar so ein bisschen langweilig im positivsten Sinne, weil dieses Drama fehlt? Könntest du dir vorstellen, ein bisschen so zu werden wie die Person, die du gerade datest? Weil wenn du dir denkst, oh mein Gott, nein, ich will doch nicht so werden wie dieser Mann oder diese Frau, naja, dann wird es dafür einen Grund geben. Mindseed mit Leon Heimann. Linda Marlene Leinweber ist Psychologin und spricht über Beziehungen nicht nur aus der Theorie, sondern auch sehr ehrlich aus ihrer eigenen Erfahrung. Denn sie stellt eine der romantischsten Vorstellungen in Frage, die wir über Liebe haben: dass es den oder die Richtige gibt. Selbst wenn es diese Menschen gibt, heißt es noch lange nicht, dass die Beziehung funktioniert. Liebe allein reicht nicht. Und gleichzeitig zeigt sie, wie stark unsere eigenen Glaubenssätze und Muster beeinflussen, wen wir anziehen, wie wir uns verhalten und warum wir uns manchmal selbst im Weg stehen. Ich wollte mit Linda sprechen, weil genau diese Verbindung aus psychologischem Wissen und persönlicher Reflexion so wertvoll ist. Weil Beziehungen nicht nur davon abhängen, wer uns gegenüber sitzt, sondern auch davon, was wir selbst mitbringen. In dieser Folge geht es darum, wie deine inneren Überzeugungen deine Beziehung prägen, warum viele Menschen Schwierigkeiten haben, sich wirklich zu öffnen und weshalb eine gesunde Beziehung oft weniger mit Drama und mehr mit Ruhe zu tun hat, als wir denken. Und wenn dich Gespräche über Beziehungen und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne mal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Da unterstützt du den Podcast und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Und jetzt wünsche ich dir spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Linda, bist du der Meinung, es gibt den oder die Richtige? Nein und ja. Nein, deswegen, weil es für mich impliziert, dass Liebe allein reichen würde, dass zwei Menschen zueinander finden und dann für immer miteinander zufrieden bleiben. Und das finde ich eine ganz, ganz schwierige innere Grundhaltung. Ja, weil sie so ein bisschen die Türen dafür zumacht, dass jede Beziehungsform, die man wählt, Arbeit bedeutet. Und dass in Beziehung sein für mich auch bedeutet, miteinander zu wachsen. Und die Veränderungen, die vielleicht mit der Zeit kommen, ob man jetzt vom Paar zur Familie wird oder ob man einen großen gemeinsamen Umzug hat oder ob man das Land wechselt, ganz egal, dass man das gemeinsam meistert und dass da immer wieder Probleme aufkommen werden, die man vorher vielleicht überhaupt nicht gesehen hat. Oder neue Persönlichkeitsanteile von dir auf einmal hochkommen, die du auch nicht erwartet hast. Und auf der anderen Seite muss man, finde ich, schon ganz ehrlich sagen, dass es Menschen gibt, die einem gut tun und andere Menschen, die einem nicht gut tun. Menschen, die dir ein Gefühl geben, dass du wertvoll bist, dass du genug bist, dass du auch so sein darfst, wie du bist. Und deswegen sage ich, ja, in dem Bereich gibt es schon den und die Richtige. Aber das heißt nicht, dass es mit dem Menschen in einer Beziehung keine Arbeit ist. Hast du das Gefühl, du bist in der Beziehung mit dem Richtigen? Ja. Und hattest du das Gefühl von vornherein, wo du ihn kennengelernt hast? Ja. Und was war das für ein Gefühl? Woher wusstest du das? Also, woher wusstest du, das ist der Richtige? Es war so ein schöner Mix aus Ruhe und aus so einem Vertrauen, dass ich wusste, wir mögen uns. Und es war kein Spielen. Ich habe nicht darauf gebangt, ob er jetzt antwortet oder nicht. Es war ein ehrliches sich kennenlernen wollen. Und es hatte so einen Frieden. Und das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Es war, ich meine, wir waren beide auch schon eher alt. Wie alt wart ihr? Ich war 33, er war 36. Wie alt bist du denn jetzt?
Noch 37. Krass, ich hätte jetzt 4 Wochen. Ich hätte dich für jemanden geschätzt. Danke. Ja, genau. Also wir wussten auch schon beide sehr klar, was wir uns jetzt von der nächsten Beziehung wünschen und was wir uns vom Leben wünschen und sind damit sehr transparent umgegangen. Also ich glaube, wenn ich das jetzt vergleiche, so mit meinem Daten in den 20ern, da war ich noch viel mehr Cool Girl. Ne, da habe ich, Was meinst du damit? ja, ich habe mich von meiner allerbesten Seite präsentiert und wenn mein Gegenüber mich gefragt hat, gehen wir jetzt Burger essen, habe ich gesagt, ja klar gehen wir Burger essen, obwohl ich Burger essen überhaupt nicht mag. Aber ich wollte in dem Moment nicht kompliziert sein. Ich wollte zu der Situation passen. Wollte, dass es schön einfach ist. Ne? So ein bisschen wie wir Frauen auch oft sozialisiert sind. Und das habe ich dann alles schon abgelegt gehabt. Und das macht es natürlich auch leichter, sich sehr schnell, sehr ehrlich und damit auch tief begegnen zu können. Und ich glaube, diese Grundlage hilft enorm beim Daten, dass man merkt, okay, ist das jetzt ein Mensch, den ich wirklich kennenlernen will? Oder ja, gibt es da vielleicht auch große Unterschiede in Werten, in der Art und Weise, wie man sich Beziehungen vorstellt, was einem im Leben wichtig ist? Und auch das ist ja gar nicht mit einer Bewertung verbunden. Ne? Also wenn ich jetzt merke, hey, ich habe eine andere politische Einstellung als du oder ich will polyamorös leben, fein, aber es ist was anderes als das, was ich will. Also das meine ich immer, wenn ich von Kompatibilität spreche, was für mich gar nichts mit Liebe zu tun hat oder mit Verliebtsein, sondern es ist wirklich ein Matchen von Vorstellungen und Werten, die es braucht, damit man eine langfristige und ernsthafte Beziehung führen kann. Ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast mit dem Burger. Also, dass du wirklich in Situationen warst, wo du sozusagen einfach die Situation schön gestalten wolltest und dann halt Ja zu Dingen gesagt hast, wo du eigentlich Nein sagen wolltest. Und dann hast du auch hinzugefügt, dass viele Frauen in so einer Position sind. Kannst du das nochmal genau erklären? Weil ich jetzt als Mann zum Beispiel, ich kann das zumindest bei mir überhaupt nicht bestätigen, dass es bei mir so ist. Bei mir ist, glaube ich, ja andersrum. Bei mir ist eher so, dass ich mal ein bisschen mehr so auch vielleicht auf die andere Seite zugehen darf. Ja. So, ja. Ja, also es gibt Tendenzen bei Frauen, dass es vielen schwerfällt, für sich einzustehen, Grenzen aufzuzeigen, vermeintlich kompliziert zu sein, seine Meinung zu äußern, weil wir sehr stark auf Empathie, Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft erzogen werden. Das heißt, wir kriegen so ein bisschen mit als kleines Mädchen, ne? Du bist dann gut, wenn du für andere mitdenkst, wenn du für andere da bist, wenn du dich in sie hineinversetzt. Und vielen Frauen geht es in meinen Augen auch deshalb so, ich meine, da kommt immer viel zusammen, aber wenn wir jetzt nur mal diese Sozialisierungstendenz nehmen, die nachgewiesen ist, dass wir genau diese empathische Haltung dann sehr stark ausleben, weil sie wird ja auch gelobt und sie ist generell was Bindung sichert. Ist ja für mein Gegenüber total schön, wenn ich das mache, was er oder sie sich wünscht. Für den Moment. Solange meine Wut nicht überkocht, weil ich nicht für mich selber einstehen kann. Ich wollte gerade sagen, da kommt ja dann auch was hoch bei dir, so am Ende des Tages. Ich glaube, worüber du auch gesprochen hast, ist Authentizität. Ne? Darüber habe ich auch letztens mit Britta Papay gesprochen. Auch im Hinblick auf toxische Beziehungen und wie man dem aus dem Weg gehen kann. Und dann sind wir auch darauf gekommen, dass Authentizität eigentlich so auch ein guter Weg ist, um schon von vornherein auch klar zu sein, ne? Wer bin ich? Was habe ich für Werte? Was möchte ich? Und ja, ich denke mal, wenn man das unterdrückt, dann ist das erstens, zeigt man sich ja nicht wirklich seine Persönlichkeit, ne? Plus der Aspekt, den du gerade noch genannt hast, dann ist es vielleicht in dem Moment, ist es dann stimmiger, vielleicht, fühlt es sich stimmiger an für die andere Person, so, für dich ist es ja nicht stimmiger. Und dann kommt es ja an einer anderen Stelle wieder raus, ne? Weil du ja bei dir was unterdrückst. Genau, also das ist einfach eine tickende Zeitbombe. Was macht für dich eine gute Kennenlernphase aus? Eine gute Kennenlernphase, die darf erstmal Spaß machen. Gibt's so Go's and Don'ts? Do's and Don'ts? Also ich gebe schon gerne so ein paar Sachen mit, die immer wieder dazu einladen, zu reflektieren, wie geht's mir denn eigentlich mit der Person? Weil
Je nachdem, wie schnell man attached ist, kann es auch sein, dass man sehr, sehr schnell so eine rosarote Brille aufhat. Und wir wissen alle, dass die rosarote Brille uns ein bisschen blind dafür macht, wer eigentlich uns gegenüber sitzt und was diese Person auch sagt. Und da steigt das Risiko, dass man sich vielleicht eher in das Potenzial von diesem Menschen verliebt, als in das, was er dir wirklich sagt und wie er sich verhält oder sie sich verhält. Genau, damit meine ich solche Dinge wie, wenn du jemanden datest und der sagt dir dann, ja, ich bin jetzt noch 3 Monate hier und dann ziehe ich aber um und ich will keine Fernbeziehung. Aber für die 3 Monate können wir gerne daten. Und du suchst aber eigentlich eine langfristige Beziehung. Denkst dir aber, ach na ja, nach den 3 Monaten hat er sich das bestimmt anders überlegt und dann wird es schon und dann will er eine Fernbeziehung und wir finden dafür eine Lösung. Und um sich da immer mal wieder so ein bisschen zurückzuholen und bei sich zu bleiben, gebe ich zum Beispiel gerne mit, achte mal darauf, ob Worte und Taten übereinstimmen. Achte darauf, ob es eindeutig positive Signale sind oder ob das eher solche Mixed Signals sind. Ne? Ist die Kommunikation regelmäßig oder sind da doch längere Pausen mit dabei? Und da kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ne, die Pause darf maximal so und so lang sein. So sieht eine gute Kommunikation aus. Das ist für jeden Menschen und für jedes Datingpaar anders. Aber wie geht's dir damit? Beschäftigst du dich gedanklich damit, was der andere jetzt macht und ob er sich meldet? Und setzt dich das unter Anspannung oder bist du entspannt? Und ist es manchmal vielleicht sogar so ein bisschen langweilig im positivsten Sinne, weil dieses Drama fehlt, was du sonst vielleicht öfter erlebt hast. Eine schöne Frage finde ich auch, könntest du dir vorstellen, ein bisschen so zu werden wie die Person, die du gerade datest? Weil es zeigt sich, dass wenn wir mit jemandem länger zusammen sind, wir immer ähnlicher werden. Und es ist auch eine super Frage, um rauszufinden, ob man ähnliche Werte hat, ob man ähnliche Prinzipien lebt. Weil wenn du dir denkst, oh mein Gott, nein, ich will nicht so werden wie dieser Mann oder diese Frau, naja, dann wird es dafür einen Grund geben. Wie geht's dir auch nach den Treffen? Fühlst du dich aufgetankt? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich mindestens genauso schön, intelligent, interessant, cool, wie wenn du Zeit mit deinen guten Freunden verbringst? Also, was sagt dir auch so ein bisschen dein Nervensystem? Und diese Fragen, die sind, ja, vielleicht auch manchmal gar nicht so leicht im ersten Augenblick zu beantworten, Ja. aber ich finde, sie helfen, immer wieder zurück zu dir zu kommen und ja, auch ehrlich bei dem zu bleiben, bei dem Menschen zu bleiben, den du gerade kennenlernst. Dieses Jahr mache ich gemeinsam mit Jonas Schein einen Retreat. Vielleicht kennst du ihn von Komm klar, Digga. Wir sprechen schon länger über viele Themen, die im Alltag oft keinen richtigen Raum bekommen. Und ich glaube, viele Menschen verstehen heute schon ziemlich viel über sich, aber im Alltag geht das alles wieder unter. Genau da setzen wir an. Es geht nicht um noch mehr Input und auch nicht um noch ein Seminar, sondern eher um einen Raum, in dem du mal wirklich rauskommst aus diesem ständigen Funktionieren und wieder in Kontakt kommst mit dir selbst und auch mit anderen. Mit ehrlichen Gesprächen, Breathwork, Zeit für dich und einfach einer Gruppe von Menschen, die ähnlich ticken. Das Ganze findet im Ableven an der Nordseeküste statt. Ein ruhiger Ort, gutes Essen, Unterkunft vor Ort. Also alles so aufgebaut, dass du dich einfach mal rausnehmen kannst. Wenn du merkst, dass dich das anspricht, schau einfach in die Shownotes, da findest du alle Infos. Vielleicht sehen wir uns dort. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen, was du gesagt hast. Das erste ist, glaube ich, erstmal wichtig, Intention setzen, ne? Damit man auch weiß, was will ich eigentlich von der Beziehung, ne? Weil ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann gehst du ja in eine Situation rein, so wie du gerade beschrieben hast, und dann triffst du dich vielleicht mit jemandem, der eh bald wieder weg ist. Ne? Deswegen ist das ja schon, denke ich, am Anfang wichtig, so zu wissen, was suche ich eigentlich. Auf Ne? jeden Fall, ja. Und dann halt auch, dann hast du gesagt, darauf zu achten, ob Worten und Taten übereinstimmen, auf Mixed Signals achten. Und da ist mir eingefallen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich eine Person neu kennenlerne, so wie heute zum Beispiel, dann ist es auch immer erstmal schwer, so die Person einzuordnen. Es ist immer erstmal schwer, also weil du hast ja gesagt, es muss man darf sich so fühlen wie mit seinen Freunden, ne? Stimme ich auch komplett zu. Aber
mit seinen Freunden fühlt man sich natürlich so, weil man auch schon so einen langen Weg gegangen ist. Das ist auch ein hoher Anspruch, finde ich, an eine Beziehung dann. Und da empfinde ich das so, dass es auch wichtig ist, am Anfang erstmal eine Chance zu geben, dass man sich richtig kennenlernt. Auch mit den richtigen Rahmenbedingungen natürlich, dass man auch mit für diese Rahmenbedingungen sorgt. Weil beim ersten Treffen, finde ich, kann man nicht so viel sagen. Das stimmt. Das Vertrauen zu deinen Freunden hat sich ja auch mal eine lange Zeit aufgebaut, ne? Aber so von der Idee zu sagen, ich lerne den Menschen so kennen, dass ich entscheiden kann, will ich mit ihm befreundet sein oder nicht. Das bringt es vielleicht noch eher auf den Punkt. Das ist nicht beim ersten Date so, dass ich sage, hey, ne, genau das gleiche Vertrautheitsgefühl, aber ich lerne dich erstmal oder ich gebe mir selbst die Erlaubnis, dich auch aus dieser platonischen Brille zu sehen und nicht nur auf mein Herzklopfen zu hören und vielleicht nicht nur auf die körperliche Anziehung, die vielleicht da ist. Weil es einfach ein bisschen leichter macht, dich, glaube ich, ganzheitlich kennenzulernen. Und du hast gerade die Rahmenbedingungen angesprochen, die können total helfen. Also ich bin ja auch ein Fan davon, Dates so ein bisschen unkonventioneller zu gestalten. Also wenn man sich mal überlegt, na, wann habe ich denn rausgefunden, ob das jetzt wirklich ein guter Freund von mir ist und ob ich mich auf den verlassen kann, dann sind es meistens Situationen, wo vielleicht irgendwas schiefgegangen ist oder wo man gemeinsam was Neues erlebt hat oder wo man zumindest so ein bisschen aus dieser Komfortzone rausgegangen ist. Und ich finde, das darf man beim Daten auch machen. Und bei mir war es auch so, mein bester Freund, ich habe zwischendurch auch mal mich gefragt, so, will ich überhaupt noch weiter Zeit mit ihm verbringen tatsächlich? Weil es auch so Phasen gab, da hatte ich das Gefühl, wir haben uns jetzt gar nicht so viel zu sagen. Und das darf man auch, finde ich, übertragen. Also das ist auch in einer Beziehung oder beim Kennenlernen einer neuen Liebesbeziehung, finde ich, darf das auch Raum haben. Weil man hat oft das Gefühl, denke ich, es muss so Liebe auf den ersten Blick sein, es muss so Spark overall und weißt du? Und so ist es aber, denke ich, nicht. Also Stella Schuldner war auch mal bei mir im Podcast, hat zum Beispiel gesagt, das fand ich war ein schöner Satz. Es geht gar nicht darum, dass es am Anfang dich so mega reizt und aktiviert, sondern vielleicht geht es sogar darum, und das ist aber eigentlich kontrovers zu dem, wonach, glaube ich, viele suchen, es darf sich ruhig anfühlen. Es darf dein Nervensystem beruhigen. Es muss nicht immer das Feuer sein, weil das Feuer hat auch oft was mit unseren alten Triggern zu tun, so aus der Vergangenheit. Dass da was aktiviert wird, ne? Du bist nicht verfügbar, jetzt muss ich mich richtig anstrengen, ne? Das heizt mich richtig auf. Ja, aber ist es das so, was Ruhe ausstrahlt? Nein. Genau, und Lust ist natürlich auch Feuer, ne? Körperliche Anziehung ist Feuer und die ist am Anfang viel, viel stärker da als dann mit den Jahren. Und wenn das aber mein Ausrichtungspunkt ist, bei dem ich versuche zu sagen, okay, das ist jetzt eine gute Beziehung, dann ist es echt gefährlich. Weil viele verwechseln auch Lust und Liebe oder ich sage mal einfach Lust und eine langfristige Beziehung, vielleicht mit Vertrauen und Sicherheit und Ruhe. Deswegen, ja, ist es, glaube ich, eher ein guter Anker zu sagen, beruhigt mich das, lässt mich das durchatmen und hilft mir das, mich weiter zu öffnen. Ich kenne viele Menschen, die sagen, okay, ich habe jemanden kennengelernt und es passt irgendwie so auf der persönlichen Ebene sehr gut, aber im Bett funktioniert es leider überhaupt nicht. Oder andersrum. Muss man sich da wirklich entscheiden? Ich finde körperliche Intimität und körperliche Nähe einfach ist schon eine wichtige Säule von einer Beziehung. Aber sie kann auch auf so unterschiedlichste Art und Weise gelebt werden. Und wenn jetzt Sexualität nicht so eine Riesenrolle spielen sollte und man sich dennoch dafür entscheidet, zusammen zu sein, heißt es auch gar nicht, dass das keine erfüllte Beziehung sein kann. Also man sieht in den Statistiken, innerhalb der ersten Jahre sinkt die Häufigkeit an Geschlechtsverkehr bei den meisten Paaren um 25%. Wenn ein Kind geboren wurde, sinkt die Intimität und die Konflikte nehmen zu. Für mindestens 3 Jahre. Ja, das heißt aber nicht, dass die Beziehung nicht zufrieden ist und nicht erfüllt ist, sondern das ist einfach in dem Moment eine Phase für viele Paare.
Aber wenn es jetzt von Anfang an so ist, ich glaube, ähm, das muss man einfach persönlich schauen. Ne? Wie wichtig ist mir das? Wie viel Verbundenheit ziehe ich aus Körperlichkeit, wenn ich das jetzt mit der Person vielleicht nur sehr eingeschränkt leben kann? Was macht für dich eine wirklich gesunde Beziehung aus? Die Haltung, immer neugierig zu bleiben und die Bereitschaft, nach innen zu schauen, die eigenen Baustellen anzuerkennen und daran zu arbeiten und in der Dynamik Neues auszuprobieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Lust behält, miteinander zu wachsen. Und dass man auch immer mal wieder kritisch in Frage stellt, okay, was ist denn mein Anteil? Und was ist dein Anteil? Und wie reagieren die hier miteinander, wenn wir vielleicht streiten oder wenn es stagniert? Dieser offene Blick in beide Richtungen. Hast du ein Beispiel aus deiner eigenen Beziehung, wo es für dich eine Challenge war, die Lust zu behalten, miteinander zu wachsen? Mhm. ähm, Nach der Geburt meiner Tochter, dann folgt das Wochenbett, ne? Das sind so die ersten 8 Wochen, nachdem das Kind geboren ist. Und die waren für mich sehr, sehr intensiv. Also natürlich das erste Mal Mama sein und dann das Kind sehr viel stillen. Du heilst selber, eigentlich sollst du die ganze Zeit liegen, aber das geht ja nicht, weil dein Leben geht ja auch irgendwie weiter. Und der Haushalt muss funktionieren. Wir hatten da schon sehr, sehr viel im Vorhinein besprochen und wir hatten uns gut vorbereitet. Aber ich habe in dem Moment zum Beispiel gemerkt, dass ich viel zu wenig kommunizieren konnte und einfordern konnte, dass ich emotionale Nähe gebraucht hätte. Einfach so ein Kümmern und Dasein, einfach so ein, okay, Linda, du darfst jetzt mal schwach sein. Du musst nicht performen. Du darfst weinen, du darfst Schmerzen haben, du darfst mir das alles erzählen. Du darfst es auch manchmal schwierig finden, auch wenn du sonst vieles in deinem Leben meisterst. Und das konnte ich mir nicht so gut eingestehen, dass ich diese Schwäche mir selbst erlaube und dass ich dann auch noch aktiv darum bitte, dass mein Mann zum Beispiel in dem Moment für mich da ist. Ich habe irgendwann zu ihm gesagt, so, es waren jetzt 4 Tage vorbei, 5 Tage vorbei. Und ich glaube, wir haben uns kein einziges Mal berührt, weil wir uns immer nur unsere Tochter hin und her Mhm. gegeben haben. Und wer macht jetzt den nächsten Schritt und was müssen wir jetzt alles beachten und so. Und ich habe ihm gesagt, so, wo bist du denn? Weil ich mich wirklich irgendwo so einsam gefühlt habe, obwohl ich nie alleine war. Dann hatte ich noch Brustentzündung und ja, war wirklich auch krank. Und im Nachhinein denke ich, es war aber auch schon vielleicht ein psychosomatischer Anteil von mir, dass ich mich so ein bisschen allein gefühlt habe. Und das kenne ich von mir. Also ich liebe es, stark zu sein. Ich liebe es, unabhängig zu sein und mein Ding zu machen und beruflich zu streben. Und diese Momente, wo ich so merke, so, oh nee, ich brauche jetzt echt jemanden, die spüre ich, die sind mir bewusst, aber sie sind echt nicht mein Favorite Moment. Und ja, das war wieder so ein Moment, wo ich mir dann auch von externen Unterstützung gesucht habe und nochmal verschiedene Themen von mir selbst aufgearbeitet habe, damit es für mich leichter ist, da in so eine Sanftheit zu kommen und das einerseits kommunizieren zu können, aber auch anzunehmen. Weil nur weil ich sage, heißt es ja noch nicht, dass ich dann auch die Liebe oder die Unterstützung, die mir mein Mann dann gerne gibt, dass ich die auch an mich ranlasse. Du hast gesagt, du warst dann ja auch noch mal in Therapie, habe ich das richtig Ich verstanden? hole mir immer mal wieder punktuell Genau. Unterstützung, ja. Und was habt ihr da rausgestellt? Wo kommt das her bei dir, dass du dich dann da in solchen Situationen nicht öffnen kannst? Oh, ich glaube, das ist ein Mix aus vielen Dingen, und das würde jetzt super persönlich werden. Aber, eine Tendenz ist schon, dass ich, auch mit einer starken Mutter aufgewachsen bin, die uns sehr früh
stark in der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit unterstützt hat. Und da habe ich natürlich extrem viel gelernt und ganz viele Fähigkeiten gesammelt, aber ich glaube, es waren auch Momente, wo ich mir vielleicht manchmal gewünscht hätte, ein bisschen weicher sein zu dürfen, ne? Oder mich noch ein bisschen mehr anlehnen und bekümmert werden zu dürfen. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der mit reinspielt, dass ich, glaube ich, sehr positiv in der Selbstständigkeit immer wieder belohnt wurde und es einfach sehr gestärkt wurde. Aber dass so dieses Schwachsein für mich in meiner Wahrnehmung einfach nicht ganz so viel Raum bekommen hat. Du denkst wahrscheinlich, dass du es dir nicht erlauben kannst, ne? Weil ich habe mal was sehr Interessantes gehört von Eileen Thiel, Dr. Eileen Thiel, Traumatherapeutin. Jemand, der stark ist, der muss ja wahrscheinlich stark sein und kann nicht, also er kann es sich nicht erlauben, sich fallen zu lassen. Weil wir feiern auf diese Stärke, weißt du? Wir feiern auf Leute, die stark sind, immer hart und nichts reißt sie nieder und so weiter. Und wir vergessen, glaube ich, oft dabei, ne, auch wenn wir jetzt von starken Müttern oder so sprechen, da kann ich mich dir anschließen. Wir vergessen oft, dass sie keine Wahl hatten, außer stark zu sein. Mhm. Klar. Also es gibt ja immer Beweggründe für das eigene Verhalten, ne? Und die liegen natürlich dann auch in den Generationen über uns und noch weiter und noch weiter. Also das sind ja Dynamiken, die sich aus bestimmten Gründen fortsetzen, auf jeden Richtig. Also es ist eine transgenerationale Geschichte, bei dir würdest du sagen. Fall. Könnte auch sein. Da gibt es bestimmt auch noch Tendenzen von der Generation davor. Aber ja, so dieses Ursachen begreifen, das wusste ich auch schon davor. Also für mich ist Verstehen immer ein wichtiger Schritt, aber ich habe in diesen Momenten, wo ich wirklich auch körperlich schwach war und wo ich auch mental an meine Grenzen gekommen bin, nochmal gemerkt, dass das Wissen und Verstehen allein noch nicht der Schritt dahin ist, dich auch anders zu verhalten. Zur Integration. Mhm. Und ich glaube manchmal, je herausfordernder eine Situation ist, desto schwerer ist es dann, dass diese alten Muster nicht greifen. Weil natürlich, dein Gehirn ist ja auch absolut im Überlebensmodus, ne? Dein präfrontaler Kortex ist nicht aktiviert. Was macht dein Gehirn? Naja, es greift auf die Muster zurück, die wenig Kapazität brauchen, damit man sie abruft. Und das sind meistens die ganz, ganz alten. Und es ist ja ein ewiger Prozess und du bist wahrscheinlich auch noch drin und wir sind ja alle in unseren Prozessen unser ganzes Leben lang drin. Aber was hat dir geholfen, das etwas mehr zu integrieren? Also hast du das Gefühl, du kannst dich heute besser öffnen? Das war jetzt ja eine Story von vor ein paar Jahren so. 2 Jahre, ja. Hast du das Gefühl, dass du das jetzt schon ein bisschen mehr kannst? Was ich auch da rausgehört habe, war dieses Hilfe annehmen. Ne? Mhm. Hat ja auch was damit zu tun. Ne? Also ich muss Ja. immer stark sein. Wenn man stark ist, dann braucht man ja keine Hilfe. So. Ja, also es gab dann nochmal so einen Tiefpunktmoment. Das war, als meine Tochter 10 Monate alt war. Ich war schon wieder voll erwerbstätig. Und es war so eine Zeit, da hat sie nachts nonstop getrunken. Und ich habe gefühlt, weiß ich nicht, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen kaum geschlafen. Und ich war nur noch so ein Schatten meiner selbst. Hab da irgendwie so vor mich hin vegetiert und funktioniert. Und irgendwann ich wurde dann auch so negativ, weil klar, ne, Schlafmangel ist eine Foltermethode. Und auch da gibt es wirklich Untersuchungen dazu, dass Schlafmangel die Wahrscheinlichkeit an Suizidgedanken massiv erhöht. Und diese Negativität, also ich würde es jetzt mal nicht so drastisch ausdrücken, aber ich war extrem negativ. Die habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr. Also ich kann wirklich nicht mehr. Es geht nicht. Und dann hat er begonnen, die Nächte zu übernehmen. Und das war das Allerwichtigste. Also er hat dann unsere Tochter rumgetragen, ne, und hat sie dann einfach durch Berührung und Singen und Tragen beruhigt. Und ich habe dann auch mal eine Zeit lang woanders geschlafen. Und das finde ich so wichtig, weil ich finde, wir vergessen das immer wieder, dass so ein kleiner Faktor wie Schlafmangel dich extrem verändert, eine Dynamik extrem verändert. Und
ja, dein ganzes Denken und Fühlen verändert. Und da konnte ich die Hilfe gut annehmen. Und ja, bin meinem Mann auch sehr dankbar, dass er das dann gemacht hat für eine lange Zeit. Also ich glaube, ich werde langsam besser. Aber ja, mal sehen, was die nächste Challenge wird. Und wie lautet dieser Glaubenssatz, würdest du sagen, der immer dazu führt, dass du denkst, dass du stark sein musst? Hast du darüber mal nachgedacht? Hm. Ja, ich glaube, es hat auch viel mit Kontrolle zu tun. Ne, die Dinge gerne in der Hand haben, selbstbestimmt sein. Ist ja per se erstmal was Positives, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man die Dinge kontrollieren kann. Und da fühle ich mich sicherer, so wie jede Psyche es mag, Mhm. wenn sie Dinge kontrollieren kann. Aber ja, also so dieses Hingeben, das verbinde ich zum Beispiel auch so mit dem Loslassen, ne, fallen lassen. Das ist ja, wenn man sich das bildlich vorstellt, ich lasse mich fallen und mich fängt jemand auf. So Mhm. dieses Vertrauen muss ich ja haben in meiner Vorstellung, wenn ich in diese Weichheit gehe und von meiner Unabhängigkeit ablasse. Und dieses Hingeben, das, ja, das verbinde ich noch manchmal mit so einer gewissen Kontrollverlust. So ein Voll. Kontrollverlustdenken oder so, ja, dann kann ich ja gar nicht mehr bestimmen, was dann passiert. Ich finde es interessant und weil, ich es mal kurz zusammenfasse, du hast ja gesagt, mir fällt es manchmal schwer, mich zu öffnen und Hilfe anzunehmen. Und also mir wird es auch öfter gesagt, mir wurde öfter mal von Frauen gesagt, in Liebesbeziehungen, ja, und ich habe das Gefühl, du hast eine Mauer um dich. So. Und das finde ich jetzt mal interessant, so von der anderen Seite zu hören. Also, dass es ja nicht nur Männer sind, sondern dass auch Frauen mauern. Surprise! Ja, das können wir Also auch. hast du dann auch schon mal von einem Mann so gehört, so dass er keinen Zugang zu dir hat? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Haben sich nicht getraut, das zu sagen. Und also ich würde auch gar nicht sagen, dass das immer die dominanteste Tendenz in mir ist. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, jemandem nahe zu sein. Es fällt mir auch nicht schwer, mich zu öffnen und private Dinge von mir zu erzählen. Aber in den Momenten, wo es für mich wirklich an die Substanz geht, da merke ich, dass dann noch diese Schutzmechanismen also wenn es dir schlecht geht. Genau, wenn es mir schlecht geht. So per se im Kennenlernen, im Kontakt, im Krass, okay. normalen Alltag ist das gar nicht da. Ich bin auch emotional, ne? Und das nimmt man, glaube ich, auch wahr, wenn man mich so ein bisschen von meiner Arbeit kennt. Aber genau, in den Momenten, wo ich wirklich Schwäche wahrnehme, da kommt so eine Härte dazu. Oder manchmal. Ich finde das interessant, weil anscheinend taucht sowas an verschiedenen Stellen auf bei verschiedenen Menschen. Wenn ich zum Beispiel leide, dann öffne ich mich und ich bin dann auch jemand, der redet mit allen darüber. Mein bester Freund zum Beispiel gar nicht. Also der redet gar nicht darüber. Der versucht so ein bisschen sich rein. Und bei mir ist es aber eher so, dass ich, also so die ersten Dates bin ich, denke ich, relativ offen. Und dann kickt bei mir, meine ich mal, das könnte mal auf die Dynamik an, das ist ja nie nur eine Person, ne? Kickt wie so ein bisschen so eine Angst, so eine Unsicherheit, Kontrollverlust, weil Gefühle ins Spiel kommen. Gefühle kannst du nicht kontrollieren, ne? Auch Thema Bindungsangst und so, ich habe das schon öfter angesprochen hier im Podcast. Und dann mache ich, glaube ich, zu. Also dann mache ich so ein bisschen so eine Mauer um mich. Von daher, ich finde es interessant, wie sich diese Glaubenssätze an verschiedenen Stellen platzieren, so, Ja. weißt du? Ich glaube, es platziert sich da, wo es sich für dich oder für dein System nach einer Bedrohung anfühlt. Dann wäre jetzt ja eine gute Frage, warum fühlst du dich bedroht, wenn du das Gefühl hast, dir geht's nicht gut und du darfst es nicht ausdrücken? Na, wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich nicht in meiner Kraft. Das heißt, ich kann schwer für mich selbst sorgen. Ich bin jetzt angewiesen auf jemand anderen. Es ist keine gefühlt freie Entscheidung mehr von meinem Gegenüber,
sondern ich brauche ihn wirklich oder sie. Und dieser Touch von Verpflichtung, der gefällt mir schon mal gar nicht. Also, dass das jetzt irgendwie so, das ist, so hat er jetzt Bock da drauf oder nicht? So, ich brauche jetzt aber jemanden. Also dieses Angewiesensein, das macht mich so verletzlich. Und was ist denn, wenn die Person sagt, ja, nee, ich will jetzt nicht für dich da sein? Dann wird es ja noch schlimmer. Dann ist ja nicht die richtige Person. Dann ist nicht die richtige Person, ja, aber was ist, wenn ich gerade niemand anderen habe? Also zum Beispiel, ich lag mal im Krankenhaus, ich hatte einen Autounfall und der war schon ziemlich heftig, so mit 120, mit mehreren Überschlägen. Genau, mit mehreren Überschlägen und dann sind wir so auf der Beifahrerseite liegen geblieben und ich bin dann zum Glück mit meiner Freundin, mit der ich zusammen zu so einem Job gefahren bin, da rausgeklettert, mitten auf der Autobahn, also mega Glück gehabt. Und dann lag ich im Krankenhaus, ich glaube 30 Kilometer von Berlin. Hast noch in Berlin gewohnt damals? Genau, ich habe in Berlin gewohnt, habe meinen Master gemacht und nebenbei immer gearbeitet. Und mich hat keiner besucht von meinen Freunden. Echt? Und dann habe ich da auch gerade so einen Typen gedatet, mich nicht besucht. So, und meine Eltern sind dann die 400 Kilometer hochgefahren und waren sofort da. Aber dieses Gefühl, das meine ich damit. Ne? Ich brauche jetzt gerade wirklich jemanden und ich kommuniziere das auch, aber muss dann vielleicht damit rechnen, dass derjenige oder diejenige sagt nein. Ich glaube, in solchen Momenten kristallisiert sich ziemlich raus, wer sind wirklich deine Freunde. Ich hatte jetzt nicht so einen krassen Unfall, aber ich war zum Beispiel öfter im Ausland für ein paar Monate. Und bei mir hat sich da in der Zeit auch sehr gezeigt, wer ist noch da, wenn ich jetzt gerade physisch nicht am Ort bin. Und da haben sich auch einige entfernt. Und ich glaube, solche Situationen sind vielleicht schmerzhaft in dem Moment, aber selektieren auf sehr natürliche Art und Weise und auch irgendwo gut aus. Das Oder? stimmt. Und wenn du in dem Moment noch die Möglichkeit hast zu selektieren und dich anders zu orientieren, dann tut's kurz weh, aber ist dann eben auch ein Moment der Klarheit. Aber ich glaube, irgendwo in mir steckt eine Angst, dass wenn ich das jetzt an Menschen, diese Bitte an Menschen richte, die fest in meinem Leben verankert sind und die dann Nein sagen, Okay. dann kann ich ja nicht sagen, okay, ciao. Ich verstehe das voll, was du sagst. Ich kann das komplett nachvollziehen und gleichzeitig denke ich mir so, Linda, so die schönste Art, die du hast, ist deine ehrliche, authentische Art. So, und wenn die jemand nicht sieht, egal ob der 2, 3, 5, 10 Jahre in deinem Leben ist, dann hat er da einfach nichts verloren, so. Oder? Ja, ist eine gesunde Einstellung und ich glaube auch, dass die Angst viel mehr in mir ist, als was damit zu tun hätte, wie jetzt mein nahes Umfeld wirklich reagieren würde. Aber es gibt anscheinend irgendeinen Anteil in mir, der da sich verfürchtet. Ja, und der ist auch voll berechtigt und der will dich einfach nur schützen. Mhm. Ja, bei mir, wie gesagt, fängt es dann viel früher an. Also wenn ich ein Problem habe, ich teile es immer allen mit, ne? Also wirklich, wirklich. Also da habe ich zum Beispiel gar keine Angst, so, ne? Weil ich mir denke, ja gut, wenn die sich das nicht anhören wollen, dann können die mir das ja sagen. Oder, weißt du, die müssen ja nichts damit zu tun haben. Aber ich habe eine totale, ich glaube, ich war einfach als Kind sehr oft auf mich allein gestellt. Habe ja auch schon öfter erzählt, dass da auch Gewalt in der Kindheit war. Und deswegen glaube ich habe so ein bisschen einen Glaubenssatz in mir, allein bin ich am sichersten. Und wenn mir jemand schnell nahe tritt und wenn das dann noch mit Gefühlen einhergeht und Emotionen, dann habe ich das Gefühl, ich verliere jetzt die Kontrolle. Und das führt bei mir zu Angst. Zu vielleicht Angst, wieder in so eine ähnliche Situation zu kommen, wo du ausgeliefert bist, wo du nicht mehr sicher bist und all diese Dinge. Mhm.
Und das ist auch ein Leidensdruck. Weil ich finde irgendwo dein Leidensdruck, der kommt ja erst später. Also guck mal, du hast ja wenigstens, gehst du die Beziehung ein, so, weißt du, was ich meine? Ja. Meiner kommt schon vorher und blockiert da schon. Mhm. Und das ist nicht so einfach auch tatsächlich. Das verstehe ich. Weil du auf die Verbindung einfach kappst, bevor sie überhaupt entstehen kann, bevor überhaupt so Ängste entstehen kann ich mir das überhaupt erzählen, weil er ist ja gar nicht mehr da. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ja, und auch da ist es komplett nachvollziehbar. Da sind Wunden. Und diese Wunden, die sind tief. Und da sagt deine Psyche, das wollen wir nicht nochmal erleben. Also ich glaube, jeder, der irgendeine Form von Gewalt erleben musste, und es ist körperliche Gewalt, aber das ist auch psychische Gewalt, das übersehen wir oft, ne? Mit Manipulation, mit Unterdrückung, mit Isolation, mit Gaslighting, mit Verdrehen von Tatsachen. Also psychische Gewalt, emotionale Erpressung spielt in der Erziehung ganz, ganz oft eine Rolle. Und es läuft so subtil und für viele Menschen gehört es auch fast schon dazu, weil sie es gar nicht anders kennen. Also da immer wieder Bewusstsein zu schaffen, wie breit leider Gewalt gestreut ist und wie viele Menschen das erleben, ist, glaube ich, total wichtig. Und ja, es dauert sehr, sehr lange, dass sich solche Muster wieder auflösen und dass man das wieder fair lernen kann. Es geht, sonst hätten wir kein neuroplastisches Gehirn. Aber ich glaube, da braucht es sehr viel Geduld mit sich. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcast anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Und ich glaube, wenn wir dann in dieser Angst sind und das nicht überwinden können, dann reinszenieren wir das doch immer wieder. Ja, klar. So ein bisschen, weißt du? Ja, ja, So, dann hast du wieder das Gefühl, okay, ich bin jetzt wieder alleine, bin ich wieder sicherer. Oder ich kann das mit mir selber ausmachen, ich bin stark. Ja, genau. So, und dann reinszenierst du das immer wieder so und irgendwo bestätigst du es dir selbst damit immer nochmal, obwohl eigentlich ein anderer Weg eventuell so gesünder wäre, würde ich das einfach mal so nennen, weißt du? Weil bei mir zum Beispiel, was bei mir zum Beispiel dann das Problem ist mit diesem Muster, ist, dass ich mich natürlich ab und zu einsam fühle. Was ist also, oder bei dir das Gefühl, was ist das Gefühl, das du hast, wenn du reinszenierst und in dieser Stärke bist? Es bestätigt mich in meiner Annahme und genau das macht ja unser Gehirn immer wieder. Wenn ich eine Annahme über mich habe, dann sucht unser Gehirn automatisch nach der Bestätigung, dass wir uns wieder, dass wir uns innerlich den Haken geben können. So, ja, stimmt, ich wusste es ja von Anfang an. Mich würde mal kurz interessieren, was ist so diese Schattenseite von diesem Muster, dass du zum Beispiel öfter mal fährst? Weil ich sehe bei mir die Schattenseite ist die Einsamkeit. Ja, das bei mir auch. Auch. Ja, ich denke dann auch, ich muss alles alleine schaffen. Und dann fühlt man sich auch einsam. Dann fühlt man sich auch einsam. Genau. Und es ist mega fies. Also eigentlich ist das Gefühl, das wir haben, dasselbe. Ja, aber es tritt nur zu unterschiedlichen ausgelöst. Zeitpunkten auf. Genau. Ja. Und ich glaube, was wir uns alle wünschen, ist sozusagen weg von der Einsamkeit und mehr in die Verbundenheit zu kommen. Ja, und das ist ja aber die Riesenherausforderung, wenn Verbundenheit sich nach Verletzlichkeit anfühlt und diese Verletzlichkeit, die ja natürlicherweise mit Verbundenheit einhergeht, schon mal ausgenutzt wurde. Vielleicht, weil man Gewalt erlebt hat. Vielleicht, weil man gemerkt hat, es gibt bestimmte Seiten an mir, die sind mehr gewollt als andere. Ich kann nicht authentisch sein, sondern Liebe mit Bedingungen. Punkt.
Aber ja, und dieser Fakt der Reinszenierung, ich will das nochmal kurz aufgreifen, weil ich das so wichtig finde. Das ist wirklich mit Studien belegt, dass wenn du eine bestimmte Überzeugung von dir hast, du dir automatisch einen Partner suchst, eine Partnerin, die dir das Gefühl bestätigt. Ja, das habe ich auch mal gehört. Und es ist ja sogar so, dass wir das suchen, aber so mit Potenzial auf Heilung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wir suchen uns ja oft Menschen, wo wir denken, wir können das jetzt nochmal reinszenieren, aber ich krieg vielleicht die Person, ich krieg das so hin, dass es Mhm. heilt am Ende. Mhm. Weil man hat ja immer so diese Hoffnung, die hatte man ja auch damals. Man hatte die Hoffnung auch damals mit seinen Eltern, ich zum Beispiel, ich krieg meinen Stiefvater dazu, dass er mich sieht. Mhm. Dass er mich liebt, dass er mich annimmt, dass er mich mag. So. Ja. Ja. Und diese Sicherheit der bekannten Muster, auch wenn sie ungesund ist, hat eine enorme Macht, eine enorme Anziehungskraft. Und die ist viel, viel größer als das eigene Bewusstsein dafür, ob was für dich gesund ist oder nicht. Und das ist, finde ich, das Fieseste überhaupt. Ja. Weil sich auch, wenn man das immer wieder reinszeniert, habe ich das Gefühl, und ich meine zu wissen, dass es auch belegt ist, mit bildgebenden Verfahren, dass sich da gewisse Bahnen im Gehirn dann auch einfach Mhm. Stärken. bilden und verhärten sozusagen, sodass man immer mehr, also immer wieder dieses Muster fährt, weil es so gewohnt ist, und das führt ja dann auch wieder zu einer Sicherheit, weil man kommt ja durch mit diesem Muster, aber man ist halt auch nicht in der Fülle. Genau, es ist irgendwo vorhersehbar, ne? Und unser Gehirn mag das, wenn es vorhersehbar ist. Und du hast dann eine neuronale Autobahn. Richtig. Und diese neuronale Autobahn, das heißt, ne, für unser ganzes Funktionieren, Denken und Verhalten, das läuft wie von selbst. Das ist wie Zähneputzen. Ja. Und um so einen neuen Pfad zu machen und Dinge anders zu machen, vielleicht schon im Daten oder ja, vielleicht auch mal andere Dinge auszuprobieren, das bedeutet für unser Gehirn neues Lernen. Einen Trampelpfad durch den Dschungel schlagen mit der Machete. Mega anstrengend, braucht deine Aufmerksamkeit, braucht Konzentration. Du wirst auch mal hinfallen. Es werden Fehler passieren. Wir brauchen Feedbackschleifen. Und um da zu sagen, ich nehme jetzt diesen anstrengenden neuen Weg und gehe den immer und immer wieder, damit sich da irgendwann auch eine neuronale Autobahn bildet, ja, das braucht Motivation und wirklich den Willen, das immer wieder zu probieren und fortzusetzen. Was hilft dir, und du bist selbst auch noch im Prozess, hast du ja selber gesagt, aber was hilft dir aktuell mehr in die Verbundenheit zu gehen? Also weg von der Einsamkeit, rein in die Verbundenheit. Ja, ich glaube, da will ich auch ganz realistisch antworten, weil es sind ja nicht nur meine Themen, ne, die jetzt das Thema Verbundenheit ähm, vielleicht gerade ein bisschen schwerer machen, sondern es ist auch einfach ein super voller Alltag. Wir sind beide erwerbstätig, wir teilen uns die Kinderbetreuung, unsere Tochter schläft bei uns im Bett, wir machen Co-Sleeping. Es gibt fast keine Paarzeit, wenn, dann müssen wir sie gut organisieren und lange planen. Es gibt wenig Spontanität mit heute machen wir uns einen Abend für uns, sondern es braucht alles sehr viel Absprachen, sehr viel Struktur und eine sehr gute Organisation. Und das ist einfach ein Faktor, den ich jetzt mal so angenommen habe für die Phase, in der wir gerade stecken und über den wir auch ganz ehrlich reden. Und uns fehlt es auch, diese gemeinsame Zeit und die Paarzeit. Aber ja, das ist einfach jetzt gerade der Rahmen, in dem wir uns bewegen, der absolut unabhängig ist von meinen Themen. Also genau, ich glaube, wenn sich da wieder mehr Raum öffnet, dann ist es, ja, dann ist es für mich wirklich immer wieder das Ausprobieren. Also wenn es mir schlecht geht, dass ich das übe, um Hilfe zu bitten und sanft zu bleiben, ohne irgendwie in diese Härte zu rutschen und immer wieder
korrigierenden Lernerfahrungen zu machen und mir selber zu zeigen, die Annahme, die du hast, die trifft hier gerade gar nicht zu. Aber es ist für mich Überwindung. Es ist wie so ein bisschen ein Training, was man nicht so gerne macht. Ich wurde gerade irgendwie voll emotional, wo du geredet hast, weil du hast es so erzählt mit diesem vollen Alltag und so. Und dann habe ich mir gedacht, krass, Beziehungen sind auch so anders, je nachdem, in welchem Alter man ist, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist. Und meine Mutter hat mir damals mal gesagt, wenn du dich nicht traust, in Beziehung zu gehen, in einer gewissen Lebensphase, dann wirst du auch Dinge verpassen. Und das stimmt. Weil wenn du jung bist, führst du eine Beziehung ganz anders. Ich sag mal, wenn du Anfang 20 bist, wird die so eine ganz andere Dynamik haben, als wenn du 30 bist, als wenn du 40 bist, eventuell dann noch Kinder hast. Und als wenn du dann wieder 70 bist. Es ist, ja, ich glaube, und diese Zeit kriegst du auch nicht mehr zurück. Und was aber auch heißt, die aktuelle Zeit ist auch super wertvoll. Sie ist auch super wertvoll und sie ist auch total nah. Also ich bin mit meiner Tochter zum Beispiel ultra nah. Wir sind super eng verbunden und da bin ich zum Beispiel ganz, ganz sanft und ganz weich. Da habe ich dieses Thema überhaupt nicht. Da kann ich mich absolut hingeben und wenn wir zusammen spielen, ne? Oder einfach, ich lasse sie den Rhythmus vorgeben und das ist so natürlich in mir und das ist für mich eine der größten Erfüllungen, die ich bisher in meinem Leben spüren durfte. Ich habe noch nie so was Schönes gefühlt wie mit meiner Tochter. Und ja, mit meinem Mann ist es eher deswegen einfach auch herausfordernd, weil es wenig Raum für uns gibt. Wenig Partnerschaft. Und ich glaube, da helfen manchmal auch einfach so Erinnerungen im Alltag, dass es den Raum oder den Moment für die Umarmung gibt und dass es die kleinen Rituale von Begrüßung und Verabschiedung gibt. Und das sind vielleicht manchmal nur Minuten oder es ist das gemeinsame Essen, was wir dann ab und zu mal haben, wo wir uns bewusst sagen, okay, ne, jetzt gibt's mal dich und mich. Und da ist er definitiv auch besser als ich, muss ich sagen, dass er diese Momente dann immer wieder in die Beziehung einbringt und uns beide daran erinnert und das auch, ja, einfach schön lebt. Da habe ich zum Beispiel immer meine Momente, wo ich mir denke, okay, ich werde gerne ein bisschen mehr wie er in dieser Beziehung. Das ist doch schön. Ja. Habt ihr schon mal an Partnerschaftsurlaub gedacht, ohne Kind? Nein. Hältst du nichts davon? Ich würde sie viel zu sehr vermissen. Keine Ahnung. Das ist, weil ich hatte Jan-Uwe Rogge schon ein paar Mal hier. Und ich bin jetzt zwar selber noch kein Vater, hoffentlich irgendwann. Und ich bekomme 2 Sachen mit, so auch von Freunden von mir, die gerade Eltern geworden sind. Das sind diese 2 Dinge, so Schlaf killt die komplett und dieses, wir haben keine Partnerschaft mehr. Und ich unterhalte mich ja öfter hier mit Experten und zum Thema Schlaf, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber da wurde mir gesagt, was halt mega Sinn macht, ist sich abzusprechen, zum Beispiel eine Nacht schläfst du, eine Nacht schlafe ich. Und zum Thema Partnerschaft hat Jan-Uwe Rogge mal gesagt, und da gehen Meinungen auseinander, aber ich fand das eigentlich schön, so nach dem Motto, du kannst nur gut für andere sorgen, wenn du gut für dich sorgst. Das heißt, wenn du das Bedürfnis hast nach Partnerschaft und die Elternschaft fundiert ja auf der Partnerschaft, also die Partnerschaft ist ja das Fundament, sonst wird es ja keine Elternschaft geben, sagt er zum Beispiel, er ist voll dafür, dass man Partnerschaftsurlaub ohne Kind macht. Weil wenn die Partnerschaft brüchig wird, dann kann die Elternschaft darauf auch nicht mehr bestehen. Ja, ab welchem Alter? Das muss ich ihn jetzt nochmal fragen. Aber Ja. so, ich finde das eigentlich gut, darüber mal so nachzudenken, weil dann kam natürlich auch, er hat das mal auf so einem Vortrag gesagt, und dann kam auch viel Gegenwind so von wegen, wie kann man sowas sagen, man muss sich doch den Bedürfnissen des Kindes unterordnen und so weiter und so fort. Ja, okay, in einer gewissen Hinsicht stimmt das natürlich, aber wenn man so darüber nachdenkt, also wenn man seine eigenen Bedürfnisse so nach hinten anstellt, dann irgendwann kannst du ja auch nicht mehr
für andere da sein. So. Deswegen finde Ja. ich die Idee eigentlich ganz cool. Also ich bin absolut dabei zu sagen, ne, ich achte auf mich und nur wenn mein Akku gefüllt ist, dann kann ich auch für dich da sein. Ja. Ich benutze auch gerne so ein Symbol von, ich bin ein Kreis, mein Partner ist ein Kreis und nur wenn wir uns, und wir haben so eine gemeinsame Schnittmenge und nur wenn wir uns beide um unseren eigenen Kreis kümmern, dann wächst auch die Schnittmenge mit und unsere Beziehung profitiert Richtig. davon, Das ist gut, ne, ja. dass ich mich um mich kümmere und dass ich mich entwickle und dass wir uns gegenseitig inspirieren. Absoluter Fan. Ich glaube, es ist einfach nur wahrscheinlich eine sehr persönliche Auslegung, wie ich das jetzt für mich in den Alltag integriere. Also ich freue mich, wenn ich am Sonntagmorgen zum Pilates gehen kann und da meinen Akku auflade und mein Mann, der geht surfen und wingen und der freut sich, wenn er das machen kann, seine 2-3 Stunden. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, meine Tochter für eine Woche oder für 4 Tage abzugeben, damit wir einen Paarurlaub haben. Wenn sie mal in der Pubertät ist oder so oder keinen Bock mehr hat mitzufahren, ja, dann kommen vielleicht solche Fragen auf. Aber wir genießen ja auch die Zeit als Familie. Also ich finde, das kann auch total viel geben, mal raus zu sein aus diesem Termin hinterherjagen und 1000 Verpflichtungen und zusammen am Strand sein und ihre Freude zu erleben. Also es ist einfach so mehrdimensional. Es ist nicht nur die Anstrengung und das, was es vielleicht an Raum einnimmt und wo es bei der Partnerschaft dann auf der anderen Seite dann fehlt. Ich glaube, es ist auch wirklich oft eine innere Einstellung von so einer gewissen Akzeptanz und auch Genügsamkeit. Also unsere Partnerschaft ist nicht brüchig, nur weil wir gerade nicht so viel Paarzeit haben. Ich fühle mich auch verbunden, aber es ist halt was ganz anderes als vor Kindern. Aber es ist für mich okay. Wir haben uns das gewünscht. Es ist eine bewusste Entscheidung und ich weiß, diese Phase wird wieder vorübergehen. Also dieses zu schauen, in dem Rahmen, den wir bewusst gewählt haben, wo finden wir denn die Momente der Verbundenheit? Das ist für mich wichtig. Nicht, dass ich jetzt irgendwie krampfhaft versuche, irgendwas in mein Leben zu quetschen, was aber gerade überhaupt nicht passt. Ist das nachvollziehbar? Was meinst du mit in dein Leben quetschen, was nicht passt? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche jetzt oder ich wünsche mir jetzt den gemeinsamen Abend und lange tanzen gehen und irgendwie noch in eine Bar gehen oder so, würde ich mich nicht zu 100% mit wohlfühlen. Wenn ich das jetzt mache und irgendwie durchsetze oder vielleicht sogar zusammen ein Wochenende wegfahren und dafür meine Tochter in eine Fremdbetreuung geben, mag sein, dass das für andere schon passt, aber für mich würde es sich nach reinquetschen anfühlen. Okay, verstehe. Ja. Kommen wir noch zurück zu dem Thema Verbundenheit. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wann fühle ich mich verbunden? Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ich komme auch aus so einer Phase, wo ich oft dann nicht über Dinge gesprochen habe, wie ich mich gefühlt habe, weil ich auch dachte, das wäre jetzt nicht legitim. Und jetzt bin ich aber an so einem Punkt, gerade wo ich wirklich dieses ehrliche Mitteilen praktiziere. Also ich teile dir mit, wie ich mich fühle und merke dann auch, einige Menschen können das nicht halten. Dann ist es aber, denke ich, auch okay, weil wenn man das nicht halten kann, dann passt es vielleicht auch einfach nicht. Und trotzdem, denke ich, muss man da so ein bisschen differenzieren. Da würde mich nochmal deine Meinung interessieren. Manchmal hat man halt auch Gefühle, oder das sind dann keine Gefühle mehr, sondern Emotionen, die einen übermannen. Und darüber zu reden, finde ich dann oft, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Wo findest du so den Sweet Spot in der Kommunikation? Weil ich denke, wir stimmen dem beide zu. Kommunikation ist ein Weg, um Verbindung und Konsens zu finden. Wo denkst du, also wie stehen für dich Gefühle und Ausdruck in Relation und wie viel sollte man davon wirklich
in einer Beziehung teilen, sei es jetzt Liebesbeziehung oder auch anderen? Und was ist gesund? Ich weiß, es ist bei dir auch selber ein Thema so, aber was ist dein Blick darauf? Also ich glaube, dass Emotionen, Gefühle dafür da sind, weil sie uns eine Botschaft übermitteln wollen. Also weil sie uns darauf hinweisen wollen, dass ein bestimmtes Bedürfnis nicht erfüllt ist, dass du vielleicht eine Situation, ne, wenn wir jetzt mal die Wut nehmen, als ungerecht empfindest oder dass deine Grenzen überschritten wurden. Und für mich ist die wichtigste Fähigkeit in diesen Momenten, wo wir wahrnehmen, dass Gefühle sehr intensiv werden, dass wir selbst reflektieren lernen, welches unerfüllte Bedürfnis steckt denn gerade dahinter? Und wenn ich darüber kommuniziere, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann finde ich, ist es sehr lösungsorientiert und man öffnet sich, man lässt auch tief blicken, aber man ist weg von du hast alles falsch gemacht und ne, deswegen sind wir jetzt hier. Also das ist für mich wirklich der Skill, der in diesen Momenten entscheidend ist. Und wie ist das bei so emotionaler Übermannung? Kannst du ein Beispiel geben? Also es kann ja sein, dass zum Beispiel ich einfach enttäuscht bin in einer Situation. Also nehmen wir jetzt einfach mal, ja, ich bin enttäuscht, Linda. Ja, leg Für los. das heutige Gespräch, nein. Also und dann kann ich das dir ja so mitteilen, weil das so mein Gefühl ist. Ja. Ne? Aber ich bin klar. Also das Gefühl ist da, aber ich bin davon nicht übermannt. So. Du meinst, du Ja, bist und jetzt es nicht gibt voll aber- in Rage oder sowas. Es gibt ja Situationen, das hatte ich jetzt letztens noch mit einer Freundin. Wir haben so zwei sehr unterschiedliche Kommunikationsstile. Ich bin jemand, der redet sehr offen, wenn irgendwie ein Konflikt da ist, und sie macht zu. Sie will gar nicht reden, so auch für mehrere Tage. Und das triggert mich so krass. Also mich triggert sowas einfach emotional. Aber ich denke, krass, ich werde so richtig, das übermannt mich, das Gefühl, weißt du? Ich werde so richtig geladen. So. Okay. In solchen Situationen, denkst du, dass man das auch mitteilen sollte? Oder so, was ist da deine Perspektive drauf? Also in solchen Momenten ist ja dein System in einem Alarmmodus, in einem Fight-or-Flight-Modus, wo dein präfrontaler Kortex wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgeschalten ist. Du bist eher im Stammhirn unterwegs und dein ganzes System, ne, du sagst ja, du fühlst dich getriggert, versucht sich jetzt zu wehren oder zu schützen oder irgendwie dieser Gefahr zu entkommen. Und in den Momenten macht es meistens nicht so viel Sinn, zu kommunizieren, weil wir gar nicht in dieser Klarheit sind, die wir für Empathie, für logisches Nachdenken, für Abwägen brauchen. Ich glaube, das ist dann erstmal ein Thema, was man bei sich beobachten kann. Ich bin da zum Beispiel ein Fan davon, mit dem Gefühl zu meditieren, mit dem Zustand, oder vielleicht auch in die Bewegung zu gehen, um es so ein bisschen abkühlen zu lassen. Aber auch da dann für sich wahrzunehmen, okay, woran erinnert mich das denn? Warum triggert mich das denn so? Was für Gedanken kommen denn auf, wenn die Person sich so verhält? Und das ist ja erstmal dein Thema. Das ist jetzt nicht cool, dass sie das macht. Das ist ja auch ihre vermeintliche Stressbewältigungsstrategie, sonst würde sie sich ja nicht mehrere Tage nicht melden. Also auch sie bringt da ja irgendwas in eine Stresssituation. Ja. Aber das können wir nicht beeinflussen. Und vielleicht will sie das reflektieren, vielleicht aber auch nicht. Das heißt, ich starte bei mir. Und wenn man so ein bisschen abgekühlt ist und vielleicht auch verstanden hat, warum das jetzt gerade so schwierig für einen ist, dann ist meistens auch die Kommunikation sehr viel bedachter. Wir haben jetzt so ein bisschen über Konflikte gesprochen. Auch du hast ein paar Dinge aus deiner eigenen Beziehung erzählt. Ich habe dir jetzt gerade noch mal was erzählt. Was denkst du, wenn wir jetzt so wiederkehrende Konflikte haben in Beziehungen? Wie kann man so wiederholend destruktive Konflikte positiv beeinflussen? Ja, ich glaube, das ist eine der größten Challenges überhaupt.
Aber es gibt ja wirklich so grundlegende Sachen. Zum Beispiel, wenn wir noch mal kurz bei dem Beispiel von gerade bleiben, bei mir. Mhm. Das ist ja so grundlegend, dass ich zum Beispiel das Bedürfnis habe, zu reden, wenn ein Konflikt da ist. Und die andere Seite hat das Bedürfnis, nicht zu reden. Mhm. Und das ist ja dann, wenn man in einer Beziehung ist, dann in dem Fall eine freundschaftliche Beziehung, dann wiederholt sich das immer wieder und ist einfach destruktiv, weil ich trigger sie, indem ich dann die ganze Zeit schreibe oder anrufe und ich versuche mich da schon echt zu kontrollieren, so, ne? Aber es kommt dann halt auch aus mir raus, so ein bisschen. Und sie blockt einfach, sie blockt. Und ich trigger sie triggert mich mit ihrem Verhalten. So, und um das jetzt mal, ne, um das so mal so ein bisschen mit einem Beispiel zu unterbuttern, es gibt ja noch andere wiederholende, destruktive Konfliktsituationen. Und du schreibst darüber ja auch in deinem Buch, wie man mit solchen Situationen, wie man die so ein bisschen lenken kann. Was gibt es da für, ich sag jetzt mal, Möglichkeiten zu? Also das Allerwichtigste jetzt bei dem Beispiel, das du gebracht hast, wäre, finde ich, dass man in einer ruhigen Minute, wo der Konflikt nicht akut da ist, über diese Dinge spricht und so ein bisschen Regeln aufstellt, wie du auf sie zugehen kannst und wie sie auf dich zugehen kann. Also ihr könntet euch zum Beispiel zu einem Talkdate verabreden. Empfehle ich auch für jede Beziehung, dass man da regelmäßig Talkdates hat, weil da eben dein Gehirn in der Lage ist, logisch nachzudenken, die Emotion gerade nicht im Vordergrund steht und du ganz bedacht über das reden kannst, was dir wichtig ist, was dir hilft nach so einem Konflikt, der ja erstmal eine Bindungsbedrohung ist, so nehmen das ja die meisten wahr, wieder in so einen Fluss zu kommen. Willst du reden oder willst du nicht reden bei Konflikten? Doch, ich will reden. Du willst reden, okay. Genau. Aber ich kenne das natürlich auch, dass es feurig wird oder dass man dann vielleicht doch länger bei den Vorwürfen bleibt, als dass man über die Bedürfnisse redet. Und da helfen schon manchmal Unterbrechungen. Also bewusst zu sagen, okay, wir merken gerade, das wird destruktiv, das hilft uns nicht weiter. Wir erzählen uns jetzt gegenseitig, wer was wie oft macht. Und dass das ja nicht immer ist. Und ich verstehe dich nicht und du verstehst mich nicht und ich verstehe dich nicht. Ja, und die Kaffeetasse hier, ne, auf der Spülmaschine und so weiter. Da zu sagen, wir machen jetzt einen Cut und wir treffen uns in 20 Minuten wieder und das ist aber eine Verabredung, an die sich beide halten. Und das ist, finde ich, total wichtig, dass man sagt, wir nutzen diese Zeit jetzt, dass wir beide einfach mal darüber nachdenken, was uns eigentlich wichtig ist und was unser Ziel eigentlich von dem Gespräch ist, das wir hier führen, von dem Konflikt und kommen dann unaufgefordert wieder zusammen. Gottman und Göttmann sagen, wenn euch das innerhalb der ersten 3 Minuten gelingt, dann ist es am besten, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es nicht eskaliert. Aber ich finde, 3 Minuten ist so kurz. Da muss man schon sehr, sehr schnell den Stopp-Knopf gedrückt haben. Aber zu jeder anderen Zeit, man kann sich auch ein Codewort ausmachen, ne, oder einfach die Hand heben. Also das hilft definitiv. Wenn man dann wieder zusammenkommt und merkt, es hat sich irgendwie nicht so viel getan, finde ich auch die Fragen sehr gut, wovor hast du denn eigentlich Angst? Also wenn wir jetzt darüber streiten, oft sind es ja die Haushaltsthemen, an denen man sich dann irgendwie so aufhängt, dass der eine ordentlicher ist als der andere. Sich da wirklich mit zu befassen, wovor habe ich Angst, wenn ich hinter dir herräume. Und vielleicht komme ich dann zu dem Ergebnis, dass ich sage, ich habe Angst, dass ich in so eine Mutterrolle hier schlüpfe oder gepresst werde. Ich möchte nicht deine Mutter sein. Ich möchte deine Partnerin sein und deine Frau sein. Oder ich habe Angst, dass du das gar nicht wertschätzt, was ich hier an Care-Arbeit jeden Tag unbezahlt leiste und dass wir vielleicht so ein bisschen die Augenhöhe verlieren. Also was ist denn wirklich meine Angst dahinter, wenn ich mehr aufräume zum Beispiel als du? Die zweite Frage ist, wovor schäme ich mich? Und das geht dann schon ein bisschen tiefer und das passt auch nicht in jeder Situation. Aber Scham entsteht ja auch oft dann, wenn wir uns anders verhalten, als es unser eigenes Selbstbild vielleicht ist. Und vielleicht schäme ich mich, dass ich jetzt hier die Mom geworden bin,
die sehr viel Zeit im Haushalt verbringt, die ich eigentlich nie sein wollte. Und umso aggressiver macht es mich, wenn ich das Gefühl habe, mein Partner presst mich aber noch mehr in diese Rolle. Maybe. Und dann auch noch die Frage, was ist eigentlich meine Erwartung an die Situation? Darüber reden viele Paare schon, ne, dass sie einfach sagen, okay, ich hätte mir das jetzt so und so vorgestellt, wie stellst du dir das denn vor? Aber die 3 Fragen, wenn die beide ehrlich beantworten und auch die Bereitschaft haben und die Fähigkeit haben, in so eine Reflexion zu gehen, die können, finde ich, sehr, sehr deeskalierend sein, um aus dieser Vorwurfshaltung rauszukommen. Und gleichzeitig bringen sie einen an den Kern. Linda, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Stell dir vor, wir könnten jetzt eine Nachricht an die Menschen rausschicken mit einem Satz, anonym. Und sie würden diesen Satz alle lesen. Welcher Satz wäre das? Erlaubt euch für Liebe zu arbeiten. Punkt. Linda, wo können die Menschen dich finden? Sie können mich auf Instagram finden, Psychologin-Linda Leinweber, auf TikTok. Ich habe eine Website, ich habe ein wunderbares Team an Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, die mich in der 1:1 Arbeit unterstützen. Oder natürlich auch mit meinem neuen Buch. Da kann man auch sehr viel von mir erfahren und mitnehmen. Genau, da bin ich überall aktiv. Die Links zu Linda findet ihr in der Beschreibung, unter anderem auch zu ihrem neuen Buch, Frei und trotzdem verbunden. Linda, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne.